after arriving in Germany, you need to register at the university. This is the enrollment process. Nowadays, you can start this by email also from home already. You need to register at the city. You need to get your recommendation and make the rental contract. You need to open a bank account. You need to open just a contract with a German health insurance. The first and foremost thing for me was to go to the city registration and get my city registration document done. Also wenn ich ankomme, wenn ich mein Zimmer und meine Wohnung bezogen habe, dann muss ich mich oder sollte ich mich innerhalb von einer Woche auf dem Einwohnermeldeamt anmelden. Dann nehme ich meinen Pass mit, dann nehme ich den Mietvertrag mit und registriere mich dort ganz offiziell. Dann bekomme ich dort die Meldebescheinigung. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Papier, denn damit kann man dann alle anderen Dinge erledigen. Da kann ich dann auch auf die Bank gehen, Konto eröffnen, wenn ich das noch möchte. Und natürlich dann entsprechend die Ausländerbehörde aufsuchen. Man hat ja in der Regel dann sein Visum für 90 Tage, 3 Monate, 6 Monate, wie auch immer. Und dann muss ich in absehbarer Zeit meinen Aufenthalt beantragen, weil das Visum abläuft. Das sollte ich natürlich nicht ganz so spät machen. Also ich sollte nicht unbedingt 2, 3 Wochen vor Ablauf meines Visums erst auf die Ausländerbehörde gehen. Das sollte man wirklich relativ zeitnah machen, weil das eben wirklich Bearbeitungszeit dauert. Also diese Anmeldung, es ist, dass du musst, also du kommst nach Deutschland und dann du musst sagen, wo du lebst und was machst du hier. Also du gehst ins Rathaus und dann du musst einige Dokumente unterschreiben und ja, sie lassen dich das, okay, du lebst da, okay, alles in Ordnung und dann du bekommst diese Dokumente und du benutzt diese Dokumente in der Ausländerbehörde. Auch zu sagen, okay, ich studiere und dann ich lebe hier und ja, das ist kein Problem mit meinem Aufenthaltstitel. Bureaucracy in Germany is so strict, but for enrolling in the university, as I mentioned, our international office are very, very supportive and they help us and take care to manage our document and timing in the right time. Und bei der Uni gibt es auch, ich nenne das mal, relativ Fristen, bei denen, wenn man das verpasst, ist es nicht so schlimm, weil es gibt Esti-Wochen. Das heißt, es gibt Wochen, wo man wirklich erfährt, was man als erstes machen muss. Und da ist es dann wichtig, da zu sein, weil wenn diese Woche vorbei ist, dann ist es vorbei. Dann erfährt man nichts mehr. Deswegen ist es auch wichtig, dass man bei dieser ersten Woche präsent ist, um zu wissen, was man alles machen muss. Und weil es gibt immer Tutoren, die Studenten helfen. Und die können nicht jeden einzeln. Das heißt, man muss da sein, um wirklich die gesamte Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das würde ich auch als Deadline nennen. Weil bei dieser Esti-Woche gibt es verschiedene Veranstaltungen. Und es gibt auch für jeden, also für internationale Studenten, das muss man wirklich wahrnehmen. You enter Germany, you already prepared a lot of documents and you have your conditional or unconditional admission, and this is your entry card, depending also on your country of origin to Germany. Then you, if you're already in the country, you can say hello to international office or to office responsible for you, to the contact person. Ja, ich habe zum Beispiel, das habe ich erst in diesem Jahr gelesen, dass wenn man umgezogen ist, muss man sich, glaube mindestens 10 Tage oder einen Monat, glaube ich, bei der Einwohneranmeldeamt anmelden. Das heißt, wenn man das nicht macht, muss man nachher 100 € zahlen. Das hat mir niemand gesagt, das habe ich erst online gelesen neulich, obwohl ich hier schon seit mehr als 2 Jahren lebe. Und das ist etwas, das man wissen muss. Wenn man denkt, ich mache das später oder muss ich das überhaupt? Also wenn man denkt, nee, in meinem Land muss ich mich nirgendwo anmelden, wo ich wohne. Hier muss man das machen. Es gibt Fristen. Ansonsten muss man das machen. Und
Das ist das erste Wichtigste oder eine der wichtigen Sachen. Ja, eine interessante Besonderheit ist, dass man hier nicht überall mit Karte zahlen kann. Das ist für einige was Überraschendes, weil man denkt, ja, Deutschland, klar kann man überall mit Karte zahlen, ist aber nicht so. Und manchmal kann man auch nicht mit die Kredit- oder Debitkarte aus seinem eigenes Land bezahlen, weil hier gibt es eben so spezielle Karten, die heißen EC-Karten. Und in bestimmten Orten kann man nur mit diesen EC-Karten zahlen. Das heißt, in dem Fall ist es wichtig, ein deutsches Konto zu eröffnen, sodass du diese EC-Karte haben kannst. Ein gutes Beispiel davon, was man oft benutzt, ist die Mensa. Da kannst du nur deine Mensa-Karte mit EC-Karten laden, nicht mit einer Visa-Karte zum Beispiel.